Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute zeige ich euch das Zerlegen eines Lenovo ThinkPad E15 Notebooks. Ja, ich zeige euch heute das Zerlegen von einem E15 ThinkPad Gerät und bevor es ans Zerlegen geht, sollte man hier übers BIOS die eingebaute Batterie ausschalten. Das seht ihr am Screenshot gleich. Um das Gerät zu öffnen, wird die komplette Bodenplatte abgenommen. Das heißt erstmal alle Schrauben lösen. Die Schrauben gehen aber nicht raus, die sind fest an der Bodenplatte fixiert. Lenovo hat hier auch keine versteckte Schraube, wie es manchmal andere Hersteller machen. Da ist alles sichtbar und dann kann man die Bodenplatte auch schon abnehmen mit einem flachen Werkzeug, gerade zwischen Bodenplatte und Topcase, und vorsichtig raushebeln. Ist natürlich noch mit Haltenase alles zusammengesteckt. Wenn es an einer Stelle als mal ein bisschen hakt, einfach von der anderen Seite mal probieren. Bisschen wackeln, bewegen hilft immer. So. Ja, wie ihr dann seht, kommt man hier dann auch schon an alles dran, was im Notebook verbaut ist. Akku, hier ist eine separate kleine Platine, hier ist eine M2 SSD, eine kleine, kurze verbaut. Hier drunter sitzt der Arbeitsspeicher, vermutlich ist auch noch ein Teil auf dem Mainboard fest verlötet, und hier drunter sitzt die CPU unterm Kühler. Hier ist auch noch Platz für eine große M2 SSD, also könnte man auch nochmal nachrüsten. Ja, als allererstes Akku abstecken, damit das Gerät komplett stromlos auch wirklich ist, auch wenn ihr das im Optimalfall vorher im BIOS schon deaktiviert habt, aber Sicherheit geht vor, erstmal auch abstecken. Ja, dann kann man den Akku ausbauen. Und im Prinzip alles weitere dann genauso. Ich zeige es euch jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Ich mache als nächstes mal mit der SSD weiter. Dann kann man zum Beispiel die USB-LAN-Platine ausbauen. Hierfür muss man das Scharnier lösen, weil es darunter verschraubt ist. Was euch hinterher beim Zusammenbau vielleicht wieder hilft, wenn ihr die Schraube ein bisschen sortiert irgendwo hinlegt, weil die dann doch teilweise unterschiedlich lang und dick sind. Scharnier hochklappe. Die eine Schraube der Platine entferne. Dann Steckverbinder löse, in dem Fall nach oben klappe. Bei diesem hier genauso. Und dann kann man sie rausziehen und die Platine herausnehmen.
im Normalfall. Jawohl. Da sitzt auch der Einschaltknopf drauf, falls er mal kaputt gehen sollte. Dürfte zwar eigentlich nicht, aber man weiß es nie. Ja, dann zeige ich euch gerade mal den Arbeitsspeicher. Nehmen wir die Abdeckung runter. Arbeitsspeicher. 16 GB Modul. Ist ganz schön gut ausgestattet. Aber wie es hier aussieht, ist hier nichts auf dem Mainboard verlötet, sondern nur das eine gesteckte Modul. Ja, zum Kühler ausbauen muss man hier die Kabel erstmal wegmachen. Das kann man auch direkt abstecken. Das Kabel, was ans USB-Board geht, und die WLAN-Antenne, wo hier noch am Lüfter entlang verlegt sind. Ich fädel sie gerade mal komplett raus, weil wir bauen nachher auch noch die Display-Einheit ab. Ja, dann schrauben wir den Lüfter mal los. Das sind einmal die 3 Schrauben und dann hier nochmal 4 Schrauben am Kühler. Das ist, so wie es aussieht, nämlich ein komplettes Modul. Heatsink mit Lüfter zusammen. So, nicht vergessen, Lüfter abzustecken. Der ist einfach nur reingesteckt. Und dann kann man die Kühleinheit abnehmen. Wie man sieht, hier die CPU mit dem integrierten Grafikprozessor. Also es hat nur eine Intel-Grafik, das Gerät. Ja, dann stecke ich hier mal noch die andere Foliekabel ab vom Mainboard, um das Mainboard auszubauen. Hier die BIOS-Batterie, die es bei den ThinkPad-Geräten meistens auch noch einzeln gibt. Bei anderen Geräten ist die teilweise weggespart, wird es nur über den Hauptakku gemacht. Das waren die Lautsprecher. Die sitzen hier vorne. Die sind theoretisch auch nur ins Topcase eingesetzt. Könnte man theoretisch auch rausnehmen. Gehen normalerweise aber auch nicht kaputt. Gibt es nicht so viele Gründe dafür. Ich schraube hier schon mal auch das Scharnier los. Dann sind da hinten noch das Displaykabel und das Kabel von der Webcam. Die laufen auch hoch ins Display logischerweise. Das Scharnier kann man dann nach oben klappen. Dann kann man im Prinzip auch die ganze Display-Einheit schon wegnehmen. Ich lege es jetzt gerade erstmal auf die Seite. Ja, jetzt muss man eigentlich nur noch die Schraube lösen vom Mainboard. Einmal hier hinten. Hier auf der Seite ist eine. Schauen, ob ich keine vergessen habe, aber das merkt man normalerweise auch. Hier ist auch noch eine. Ja, dann kann man das Mainboard hochnehmen und hier sieht man, dass die Tastatur quasi auf der Oberseite vom Mainboard angeschlossen ist und dann auch Steckverbinder hochgeklappt und Foliekabel entfernt werden kann. Dann hat man das Mainboard in der Hand.
Ja, das war's vom Grundgerät im Prinzip. Zeige ich euch gleich noch, wie man das Display aufmacht. Ich lege gerade mal alle Teile erstmal auf die Seite. Ja, dann haben wir hier noch die Display-Einheit. Der Frontrahmen ist in dem Fall nur aufgesteckt. Das heißt, man muss irgendwo anfangen, vorsichtig zu lösen. Er ist allerdings aufs Display draufgeklebt. Ich mache es gerne mit den Fingernägeln, weil ich damit das meiste Gefühl habe. Wer keine Fingernägel hat, kann natürlich auch ein flaches Werkzeug nehmen. Muss allerdings aufpassen, dass er das Display halt nicht beschädigt, sofern es nicht schon defekt ist. Und dann kann man den Rahmen ringsherum lösen. Zum Displaytausch selber muss man theoretisch die Einheit nicht abbauen. Das geht auch, wenn sie am Grundgerät verbaut ist. Der Rahmen geht auch so ab. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Es hält teilweise ganz gut aneinander, soll ja auch nicht gleich auseinanderfallen. Braucht man auf jeden Fall Geduld. Ja, da unten sitzt die WLAN-Antenne. Die sind auch noch hier reingeschraubt. Die könnte man rein theoretisch auch tauschen. Allerdings verlaufen sie in das Display. Also das Display muss man auf jeden Fall rausnehmen. Das Display ist in dem Fall jetzt nicht reingeschraubt, sondern reingeklebt. Das ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe bei fast allen, weil der Rahmen viel zu dünn ist. Das sind dann im Prinzip solche, ja, man kennt sie, diese TESA Power Stripes zum Beispiel, mit dem man Sachen an die Wand kleben kann und wieder abziehen. Muss man die quasi ringsrum entfernen. Meistens ist nur eins von unten, wo einmal komplett hochläuft. In dem Fall, wenn ich es richtig gesehen habe, sind es 4 kurze, also von jeder Ecke aus. Da sollte man auch aufpassen, dass man die nicht abreißt, weil sonst kriegt man das Display definitiv nicht mehr in einem Stück raus. Für den Fall, dass man zum Beispiel nur den Displaydeckel wechseln muss. Bei einem neuen Display, sage ich auch gleich dazu, sind die in der Regel auch nicht mehr dabei, diese Streifen. Ja, da muss man sich dann anderweitig behelfen, um das Display wieder reinzukleben und fixieren. Beim Deckel sind normalerweise neue dabei. Zumindest wenn es ein Originaldeckel von Lenovo ist, was wir zum Beispiel im Shop anbieten. Ja, jetzt müsste das Display los sein. Dann kann man das Kabel abstecken.
Das ist hier noch mit so einem Bügel fixiert. Hochklappe. Runter. Dann hat man das Display in der Hand. Ja, der Rest ist quasi der Deckel. Hier ist noch das Displaykabel. Das ist hier reingeklebt, geht noch hier hoch an die Webcam-Mikrofon-Platine. Das muss man in der Regel dann alles mittauschen. Es läuft dann auch hier rüber dieses ThinkPad-Logo, was hier der rote Knopf beleuchtet hat. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen beim Zerlegen, Reparieren oder Aufrüsten, was auch immer ihr vorhabt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.